Ja, liebe Mercedes-Freunde, wir haben heute Morgen einfach mal kurzerhand, weil hier die Wolken aufgerissen sind, unseren 170S rausgeholt. Ein wunderschön voll restauriertes Auto, der aber sehr, sehr lange nicht bewegt wurde. Deswegen ruckelt er noch ein bisschen. Aber er kommt aus einer höchstkarätigen Sammlung. Und wir haben eine Dokumentation darüber, dass das Auto komplett restauriert wurde. Also ich persönlich mag 170S unheimlich gerne. Es ist ein total schönes, gelungenes Auto vom Design. Und vor allen Dingen bei dem hier hat einen neuen Holzrahmen bekommen. An dem Auto ist alles gemacht worden. Eine Frame-Off-Restaurierung, wie man so schön sagt, von allerhöchster Qualität, die fotodokumentiert ist. Also vielleicht mal zu den technischen Daten vom 170er. Das war eigentlich das erste Nachkriegsmodell. Das Mercedes-Werk war ja zerbombt, war zerstört. Und dann hat man mit dem Auto angefangen, hat noch den Holzrahmen drin, was es sehr aufwendig macht, so ein Auto. Das hat also keine selbsttragende Karosserie. Und wie ihr sehen könnt hier an den Armaturen überall, das ist alles neu an dem Auto, auch das Radio, auch das schöne Holz. Der Wagen ist voll restauriert, hat eine 4-Zylinder-Maschine, die leistet 52 PS. Und das Auto hat eine Höchstgeschwindigkeit von 125 Stundenkilometer. Das ist jetzt nicht gerade ein Rennwagen, aber wenn man einen wunderschönen Oldtimer haben will, in einer guten Qualität, wo man sicher sein kann, dass es keinen Ärger gibt, das ist das Auto hier. Wir haben ja kürzlich einen Mercedes 220 gefilmt, der war ja auch voll restauriert. Das Auto war nach wenigen Wochen verkauft, auch über unsere Filme. Und dieser 170er Mercedes ist damit absolut vergleichbar. Er ist auch voll restauriert. Nur das Schöne ist halt eben, dass das ein Cabrio ist. Es sind vom 170er Mercedes nur ca. 800 Autos gebaut worden vom Cabriolet, weil sich das damals kaum jemand leisten konnte zu der Zeit. Da waren die Leute in Deutschland noch relativ arm, weil ja alles kaputt gegangen ist im Krieg. Damit hat Mercedes nach dem Krieg wieder gestartet. Das heißt, die Maschine, die hier vorne ihren Dienst tut, das ist noch eine Vorkriegskonstruktion. Erst der 220er war dann der 6-Zylinder mit einer neuen Nachkriegskonstruktion. Man merkt das, er hat nicht üppig Leistung, aber wenn er gut restauriert ist, und das ist unser Auto, fährt er wunderschön. Also ich glaube, das könnt ihr schon spüren, der läuft richtig. Und ich glaube mal, dem macht das jetzt richtig Spaß, dass er endlich mal rausgeholt wird. Was ich noch sehr schön finde, ist diese tolle originale Farbe. Dieses Hellblau ist sehr, sehr selten auf dem Auto gewesen. Sehr viele waren ja schwarz. Es gibt auch einige in Weiß oder Rot. Das ist nicht so mein Fall, gerade bei so einem Auto nicht. Aber die Farbkonstellation, dieses Blau, ist ein wunderschönes Blau. Finde ich absolut toll. Also er zieht jetzt hier richtig schön seine Kurven. Man kann ihn sehr entspannt fahren. Er hat übrigens sehr, sehr gemütliche Sitze. Also man sitzt ein bisschen wie auf dem Sofa, hat trotzdem einen guten Seitenhalt, wie ich merke. Und er hat tolle Details. Also man hat bei dem Auto darauf geachtet, dass die Details wirklich auch gut sind. So, wenn wir hochfahren, hier ruckelt er noch ein bisschen. Aber wie gesagt, ich glaube, dass die Kerzen ein bisschen verrußt sind, weil wir vorhin lange den Choke gezogen haben, damit er in Gang kommt. Aber wenn der mal 100 Kilometer gefahren wird, ich spüre, ist ein guter Motor. Das merkt man. Der läuft ganz toll. Der muss einfach bewegt werden. Er hat am Anfang auch ein bisschen gerußt und gequalmt, ist jetzt vorbei. Das ist halt der Punkt. Alte Autos müssen immer bewegt werden. Und wenn ein altes Auto ein bisschen länger steht, dann zuckelt er und ruckelt er. Aber wenn man so einen Wagen, ich sag mal, im Jahr seine 1000, 2000 Kilometer fährt, kann nichts passieren. Also das ist nicht so ein verschlimmbessertes Auto. Ihr müsst gerade beim 170S auf den Rahmen achten. Ich werde euch das gleich mal zeigen, wo die Autos gefährlich sind. Wenn natürlich der Rahmen komplett gemacht wurde, macht man ja aus getrocknetem Eschenholz. Ist sehr, sehr aufwendig. Ist viel Arbeit, kostet viel Geld, ist aber hier gemacht worden bei dem Auto. Dann sind die Autos total schön. Also mir macht das Spaß, mit so einem Auto zu fahren. Schau mal, hinter uns müsste jetzt der Chiemsee zu sehen sein. Jetzt sind wir hier an der schönsten Stelle und an der höchsten Stelle im Voralpenland. Jetzt haben wir hier 800 Meter, hat er jetzt erklommen. Macht er aber gut. Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde, liebe Mercedes-Fans, vor allen Dingen heute Morgen bei meinem neuen Dreh hier mit unserem Mercedes 170S Cabriolet A. Das ist ein Auto, was wir schon ein bisschen haben. Der stand bei uns ein bisschen in der Ecke, aber wir wollten ihn immer drehen. Heute ist das Wetter dafür, jetzt haben wir fast Mai. Das ist nämlich ein wunderschöner, voll restaurierter Wagen.
Wir sind ihn eben gefahren, der hat am Anfang ein bisschen gespotzt, weil er gestanden hat. Jetzt sind die Kerzen frei, jetzt läuft er klasse. Der Wagen ist 1950 gebaut, ist 30 Jahre im Vorbesitz und fährt sich wirklich toll. Also das ist ein Auto, der komplett neu aufgebaut ist. Wir haben 2 dicke Ordner dazu, wo ihr jeden Restaurierungsschritt nachvollziehen könnt bei dem Wagen. Das seht ihr am Spaltmaß, dass das gut gemacht wurde. Der Wagen ist nicht, ich sag mal, im Ausland restauriert worden, wo es das eine oder andere Problem manchmal gibt mit solchen Autos. Der ist wirklich authentisch. Könnt ihr beispielsweise erkennen an den original silbernen Kedern. Es gibt ja teilweise Leute, die machen dann so kleine Gummiprofile da rein, was natürlich fürchterlich aussieht. So gehört das Original. Und schaut euch mal hier dieses Spaltmaß an. Das ist wirklich vorzüglich. Das Schöne am 220 hat so wunderschöne Details. Schaut euch das mal an. Hier die Klappen, um den Motorraum aufzumachen. Hier ist der Griff hier hinten, das öffnen wir gleich mal. Hier die kleinen Rücklichtlämpchen mit Blinker zusammen. Das ist alles neu gemacht, das ist alles verchromt, alles sehr, sehr gut gemacht. Und der Wagen ist insgesamt, also in einem ganz tollen Zustand. Wir haben ja kürzlich den 220 hier, die Limousine gefilmt, der war sofort weg. Ich bin hier sicher, der geht auch sofort weg, weil er nämlich eine seltene Farbe hat. Und das, was wichtig ist an dem Auto, das kann ich euch mal zeigen. Die Schwachstelle bei diesem Wagen, das ist hier. Da müsst ihr immer drauf gucken, weil da unten drunter verläuft der Holzrahmen und der geht immer, wenn der Feuchtigkeit hat und Jahrzehnte alt ist, geht er auseinander, dann habt ihr hier Roststellen. So ein Auto hat praktisch Krebs, das kriegt ihr nicht mehr repariert. Das kostet ein Vermögen, so einen neuen Escheholzrahmen zu bauen. Das ist hier alles gemacht, fotodokumentiert festgehalten. Hier könnt ihr sehen, die schönen Einstiegsleisten. Also wenn ihr euch interessiert für einen 170er, immer auf die Einstiegsleisten gucken. Wenn da Schleifspuren drauf sind, heißt das, dass der Rahmen nicht mehr in Ordnung ist. Da hängen die schweren Türen vorne und schleifen unten über die Chromleisten. Das tut er nicht. Er geht wunderbar zu. Schaut euch mal das Spaltmaß an. Das ist absolut astrein bei dem Auto, so gehört das. Wie auch sonst sämtliche Details an dem Auto, der Chrom. Hier, das ist alles richtig gearbeitet bei dem Wagen. So ist ein 170S seinerzeit in Sindelfingen gebaut worden, nicht anders. Ich mache euch jetzt mal den Kofferraum auf, schaut mal. Also wenn ihr hier reinkommt, der hat die Original Gummimatten, wie es gehört. Das ist alles restauriert. Das Original Reserverad hinten, da ist natürlich nicht sehr viel Platz zum Reisen, da passen 2 kleine Koffer rein. Aber auch hier könnt ihr sehen, ist alles neu, ist alles restauriert an dem Wagen, die Kanten, das ist alles tipptopp und sehr, sehr gut gemacht, scharfkantig, hat keinen Rostbefall, gar nichts, obwohl die Restaurierung, ich glaube, die ist schon fast 20 Jahre her. Er stand halt immer in der Sammlung, er ist seit der Restaurierung 1700 Kilometer gefahren worden, das ist nicht sehr viel. Aber wenn ich denke, dass die 20 Jahre alt ist, die Restaurierung, ist der Wagen ja wirklich in einem Spitzenzustand. Wie gesagt, ganz bedeutende Sammlung, da habe ich ihn her. Und schaut euch mal diese Form an, die finde ich wunderschön. Also ihr könnt einen 170er immer daran erkennen, dass der vorne freistehende Lichter hat. Diese schönen Chromlampen auf den Kotflügeln, das hat der 220er, der Nachfolger, nachher nicht mehr gehabt. Man hat hier auch die Radkappen richtig gehabt, manche sind sie ganz in Silber, das ist nicht richtig, so lackiert gehört es richtig. Also alle Details an dem Auto, ob das die Rückfahrleuchten sind, es ist alles so, wie es gehört. Der Eigentümer hat darauf geachtet, das alles ganz authentisch zu restaurieren. Und dieses Auto ist wirklich absolut authentisch. Und den Zustand seht ihr selber. Also ich finde im Übrigen auch, dass das ein total sympathisches Auto ist. Schaut mal diesen schönen großen Chromkühler hier vorne an, der wirklich toll gemacht ist. Hier vorne der Stern, hier das Mercedes-Logo. Hier vorne die Lampen, die großen Lampen. Später sind die ja hier in den Kotflügeln eingearbeitet gewesen. Die sitzen hier noch auf den Kotflügel. Daran könnt ihr immer sofort einen 170S erkennen. Das Auto ist auch nur kurz gebaut worden, von 1949, gut 2 Jahre lang, bis 1951. Dann ist im September 1951 der Mercedes 220, sein Nachfolger, vorgestellt worden. Dann hat man ihn nicht mehr gebaut. Und da sind die meisten verrostet. Die sind nicht exportiert worden. Der 220er ist dann später in die USA gegangen. Da sind mehr von erhalten. Der hier ist verrostet in Deutschland. Ist also ein relativ seltenes Auto. Sind alle kaputt gegangen im Salz im Winter. Sind auch am Anfang hart hergenommen worden, weil man nicht viele Autos hatte. Das ist ein sehr, sehr seltenes Stück und ich finde ein total sympathischer Oldtimer. Übrigens ganz niedliches Detail. Hier hat er noch die Original-Blinker. Die sind ja früher rausgeklappt. Das ist dann heute nicht mehr erlaubt. Die sind hier vorne. Aber wir haben schon eingebaut hinten und vorne jetzt die richtigen Blinker, aber da sind die authentischen originalen Blinker drin. Das sind übrigens die Sturmstangen vom Verdeck.
Wenn wir nachher in Beuerbach ankommen, zeigen wir euch mal, wie das geht, machen das mal zu. Auf und zu. Auch hier noch ein Hinweis, auch hier das Holz, es ist wunderschön gemacht. Schaut euch das mal an. Also so ist es ja auch gewesen. Die ganzen Arbeiten, ob das Radio ist, das Holz, Teppichböden, gut, die kann man da Fahrerseite ein bisschen reinigen vielleicht mal. Auch hier oben, das ist alles in einem super Zustand. Also meistens kenne ich 170er, die nicht so richtig gut sind oder überrestaurierte von Leuten, die einfach nicht wussten, wie es geht. Hier wusste jemand, wie so ein Auto restauriert wird und er zeigt sich halt eben auch wirklich in einem ganz, ganz tollen Zustand. Ist ein Auto, was ich euch wirklich empfehlen kann. Habt ihr viel, viel Freude mit, ihr werdet kein Geld daran verlieren. Tja, Mercedes 170 S aus dem Baujahr 1950, das ist unser Wagen. Also jetzt läuft die Maschine seidenweich, was wieder mal ein Beleg dafür ist, dass Oldtimer immer gefahren werden müssen. Wenn man ein Auto nur in der Ecke stehen hat, laufen die nicht mehr richtig, dann geht der Vergaser zu. Aber das ist hier, das Auto läuft jetzt, das macht richtig Spaß. Man gleitet hier, man sitzt übrigens sehr gemütlich, hat einen sehr guten geraden Auslauf. Auto ist ja aus dem Jahr 1950, da ging die Autoproduktion wieder los in Deutschland. Aber der fährt wirklich toll. Eine ganz seidenweiche Maschine. Man darf natürlich eins nicht vergessen, mit dem Vierzylinder 170 S könnt ihr jetzt keine Rennen fahren. Dafür ist das Auto auch nicht gemacht. Der Wagen ist eigentlich dafür gemacht, die Landschaft und die Natur wirklich zu genießen. Man sitzt ganz gemütlich offen in diesem wunderschönen Cabrio. Man sieht die schönen silbernen Blinkerchen vorne auf den Kotflügeln. Man sieht auch die Lampen von hinten, das ist ja alles Chrom. Also er hat eine wunderschöne Frontpartie. Dann dieser schöne große Stern, man hat seinerzeit auch noch, weil man die Haube, diesen Mittelstreifen, das kommt noch aus Chrom, das kommt noch aus dem Vorkrieg, aus der Vorkriegszeit. Die Kompressor Mercedes und die 320er Mercedes hatten da ja auch den Chromstrich vorne bis zum Stern. Heute gibt es das schon lange nicht mehr. Aber man fährt hier wirklich die alte Zeit durch die Gegend. Das ist so der Wendepunkt zwischen Vorkrieg und Nachkrieg, ist eigentlich dieses Auto. Da sind noch viele Vorkriegsdetails dran, dadurch ist der Wagen auch sehr, sehr schön. Der 170 S gilt ja als schöner als sein Nachfolger 220a, das ist er auch. Aber der 220a hat natürlich einen etwas stärkeren Motor. Aber für den Zweck, wenn man Freude haben will mit so einem Auto, die Natur genießen will, so ein Auto genießen will, da ist das Auto echt optimal und der ist auch ausreichend motorisiert. Wichtig ist, dass er dann wirklich gut fährt, dass er gut eingefahren ist und dass er bewegt wird. Also man darf so ein Auto jetzt nicht besitzen und sich kaufen und fährt ihn dann nur alle 2 Jahre mal. Das ist schade für so ein Auto. So, und jetzt zieht er auch schön ab, er spotzt nicht mehr. Maschine, der zieht richtig schön durch. Das ist ein total schönes Auto. Guck mal hier, der läuft richtig klasse. Die 1700 Kilometer, die jetzt auf dem Zeiger stehen, hat er gefahren seit der Restaurierung. Läuft richtig schön, der Wagen. Macht Spaß, jetzt im Frühling mit so einem Auto seine Kurven zu ziehen. Ist übrigens auch wichtig, wenn ihr einen 170er oder einen 220er kauft, dass ihr wisst, dass alle Teile am Auto richtig sind. Und ihr müsst vor allen Dingen sicher sein können, dass das auch als 170 S Cabrio A zur Welt gekommen ist. Als Cabrio, es werden ganz viele Autos zusammengeschnitten, man macht aus einem 3 Autos. Also das ist ja heute mittlerweile bei ganz vielen Hobby geworden. Da müsst ihr vorsichtig sein. Das sind dann nämlich sogenannte Fälschungen, die eigentlich ziemlich wertlos sind. Die sehen vielleicht auch schön aus. Das hat aber mit dem originalen Mercedes laut Datenkarte nichts mehr zu tun. Das ist ein Auto hier laut Datenkarte, was ganz wichtig ist. So ist er zur Welt gekommen. Also das Auto ist gut restauriert worden. Das merkt man auch hier an jedem Detail. Ob das die Griffe sind, die Türgriffe, die Fensterkurbeln, ist alles original, authentisch, befindet sich alles in einem sehr, sehr guten Zustand. Und ich wüsste nicht, was man an dem Auto jetzt machen sollte. Also wenn ihr den bei uns kauft, den Wagen, kann ich euch nur sagen, reinsetzen, losfahren.
Bremst auch übrigens gut. Die Bremsen müssen optimal eingestellt sein. Ich weiß ja, wie gesagt, dass der vor 20 Jahren komplett restauriert wurde, technisch, karosseriemäßig, neuer Holzrahmen. Also es wurde an dem Auto wirklich alles gemacht. Da ist nichts ausgelassen worden und man sieht in jedem Detail, dass der Wagen hervorragend gearbeitet ist. Ich kann das beurteilen, weil ich schon mehrere 170er verkauft habe. Es gibt ja so durchschnittliche Autos, die kosten so um die 110.000 €. Aber da habt ihr noch viel Arbeit vor euch. Ihr müsst vor allen Dingen meist den Holzrahmen machen. Dieser hier kostet knapp 160. Dafür ist aber alles gemacht und ich glaube, dass sonst für voll restaurierte 180, 190 verlangt wird. Das Preisangebot ist auch günstig hier. Übrigens ein kleines Detail zum Spiegelchen hier oben. Die kann man rumdrehen und hochklappen, weil nämlich das Verdeck hinten oben aufliegt. Wenn der jetzt hier wäre, der Spiegel, dann könnte ich den rückwärtigen Verkehr nicht sehen. Den kann man hier in diesem Kugelgelenk nach oben drehen und dadurch kann ich nach hinten gucken und weiß, wer hinter mir fährt. Ganz nettes Detail, das haben die 300S Mercedes und die 220a auch gehabt. Maschine läuft seitenweich. Ja. Wenn die im Leerlauf ist, dann hörst du nichts. Also der Motor ist auch optimal restauriert worden. Das ist bei Auslieferung nicht besser gemacht worden. Mal gucken, die Leute sehen uns, also bisher haben uns alle gewunken, wo wir vorbeigefahren sind, weil sie ganz begeistert waren. Auch nette Gesichter. Ja, ist ein Sympathieträger, macht nicht neidisch. Und wenn man das Thema Oldtimer, ich meine, das ist auch im Übrigen hier, ist nicht nur ein Sympathieträger, sondern das Auto fährt auch sparsam. Ist ein Vierzylindermotor, also ich denke mal, dass man den mit 9 bis 10 Litern bewegen kann. Und wenn ihr so ein Auto, könnt ihr Reisen mitmachen, könnt ihr überall mit hinfahren. Das ist ein Bauernmotor, sage ich mal, von jedem leicht zu reparieren. Was soll da kaputt gehen? Das ist ein kleines Vierzylindermotörchen. Und der hier, der läuft wirklich toll. Ne? Der fährt jetzt richtig klasse, der Wagen. Also muss ich ehrlich sagen, der läuft besser, als ich erwartet habe. Das ist einer von den besten 170ern, die ich in meinem Leben gehabt habe. Aber ihr könnt eins merken, mir macht das Spaß, mich begeistert das. Und das ist jedes Mal so, wenn ich aus einem guten Auto aussteige, bin ich total motiviert. Und das hier ist wirklich ein sehr gutes Auto. Das ist ein sehr guter 170er. Und ich denke, es gibt nur sehr wenige in diesem schönen Blau. Da sieht das Auto extrem elegant aus, das ist was Seltenes. Denn bei schwarzen Autos geht oft die Form so ein bisschen verloren. Das ist bei dem Hellblau hier nicht der Fall. Das ist auch kein richtiges Hellblau, das ist so ein Mittelhellblau. Hellblau ist aber was anderes. Bei Pagoden gab es da so ein Hellblau. Aber das ist die Original 170S Farbe hier. So, wir nähern uns unserem Ziel. Beuerberg in Sicht. Da vorne ist unser Hof. Also es war echt eine schöne Probefahrt. Ist natürlich jetzt auch bei dem Wetter alles blüht. Ist natürlich jetzt traumhaft hier vor den Alpen. Oben in den Bergen ist noch Schnee, eine ganze Menge. Jetzt biegen wir rechts ab. Also es war wirklich eine genussvolle, schöne Probefahrt. Sehr gemütlich. Das Tolle ist auch immer, wenn ein Auto gut läuft. Das ist ja eigentlich das Allerschönste. Wenn man kein Theater hat. Also das Auto ist klasse gelaufen. Da sind wir wieder. Oldtimer, den ich wirklich mit einem Ausrufezeichen empfehlen kann. Jetzt ist der Spiegel wieder unten, so wie er gehört. Bitte sehr. Jetzt machen wir für euch nämlich mal das Verdeck hoch. Und das macht man dann so. Kann man auch alleine tun. Das geht hier vorne in die Zapfen rein. Ja, da müsste mir nur mal jemand... So, das ist der eine. Und hier vorne ist der andere. So, und was bei diesen Autos wichtig ist zu wissen, der hat ja Sturmstangen an der Seite und ich zeige euch mal, wozu die eigentlich da sind. Die müssen gespannt werden. Klack. Jetzt hat das Verdeck die richtige Spannung. Wenn ihr das Verdeck wieder runter macht, nach vorne und dann zurückklappen. Aber so ist es richtig, dann hat er die richtige Spannung. Und das muss ich natürlich hier auf beiden Seiten machen, weil ja 2 Sturmstangen. Zack. Jetzt ist er oben. Das sind die Sturmstangen vom Cabriolet. Ja, das ist unser 170S. Wirklich schönes Autochen. Da gibt es hier oben so einen Umleghebel. Also, zack. Jetzt ist hier umgelegt. Also das ist ein Mechanismus, den gab es ab 2020 auch nicht mehr. Dann springt die jetzt so hoch.
Und an der Seite links und rechts sind die Zapfen. Und dann geht er auf. So, jetzt schaut euch das mal an. Ich habe euch ja schon gesagt, an dem Auto hat man ja auch gemerkt, wie er fährt. Er ist komplett restauriert worden. Das ist neuwertig. Hier ist der kleine Zylinder, Vierzylindermotor, 1, 2, 3, 4. Da sind die 4 Kerzen und ist alles neu. Ob das der Kühler ist, der Anlasser, die Lichtmaschine. Also auch innen wie außen ein wirklich perfektes Auto. Hier steht die Farbnummer, Lackierung Kunstharz 334. Könnt ihr sehen, es ist alles authentisch da. Und was wir noch haben, das habe ich vorhin gesehen, das will ich euch kurz mal zeigen. Vom Mercedes 170S, Betriebsanleitung, Ausgabe C, Stuttgart unter Türkheim. So fährt so ein Auto, so läuft das. Hier ist der Verdeckmechanismus beschrieben, also wirklich nett, sehr charmant. Und das ist eine Betriebsanleitung, die kann man auch wirklich noch durchlesen. Ich habe heute in meinem Mercedes so ein Buch, wenn ich das schon sehe, wenn es da am Computer geht, kriege ich einen zu viel und verstehen tue ich es auch nicht. Das versteht man, ist dabei im Handschuhfach. Also auch hier wirklich in jedem Detail alles nett gemacht. Ja, ich wünsche euch alles Gute. Ich freue mich schon auf unseren nächsten Dreh. Nächste Woche haben wir italienische Supersportwagen hier. Das wird ganz spannend. Ich freue mich auf euch auch wiederzusehen. Bleibt gesund so lange. Alles Gute, euer Stefan Lufschütz. Ciao.